Servus und herzlich willkommen. Heute drehe ich die Immersion und den Realismus wieder so richtig nach oben. Es geht heute wieder um das Fliegen mit KI-Funk und KI-Verkehr. Wenn du dich an mein letztes Video erinnerst, dann weißt eigentlich, dass wir uns Beyond ATC schon einmal angeschaut haben, aber beim Approach in München ist nicht alles reibungslos gelaufen. Da war ein bisschen Chaos und irgendwie habe ich mich da ein bisschen umnavigieren müssen. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, ich habe geübt und heute trauen wir uns mal einen längeren Flug. Jetzt gerade sitzen wir in Köln-Bonn am Gate und warten wir darauf, dass wir mit dem nächsten Austrian Airlines Flieger sicher wieder nach Hause, also nach Wien, losdüsen können. Und wir sind natürlich der Pilot. Und für die absolute pure Immersion fliegen wir heute mit den Premium Voices von Beyond ATC. Die gingen dann noch einmal einen Ticken besser und realistischer als wie die Basic Voices. Setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt, lehn dich zurück, wenn du noch nicht lehnst und schau zu. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSights. Ich habe uns da einen netten Flugplan erstellt, wir stehen da momentan am Gate D18, das heißt wir werden von da dann wegfliegen, alle mal einsteigen lassen. Fliegen über die Runway 06 weg, Abflugverfahren Kumi 7 Kilo, haben dann ein paar Wegpunkte und haben ein Ankunftsverfahren Bude to Whisky. Und fliegen über ILS 34 momentan mal rein. Kann sich natürlich ändern, je nach Wetter, je nach Wind. Schauen wir mal, was Beyond ATC draus macht. Genau, das macht es ja auch ein bisschen spannend. Ich würde sagen, wir senden das an die Flugsicherung und wir starten unseren Flug mit unserem wunderschönen Phoenix A320 Austrian Airlines Livery und mit den Sharklets. Na gut, dann, wir spawnen beim Flugzeug, wir stehen neben dem Flugzeug in Köln-Bonn und dann schauen wir haben hier einen wunderschönen Flughafen, wir sehen hier auch schon ein paar Leute, die da drin herumspazieren, aber das werden wir uns gleich näher anschauen. Wir steigen da mal in diesen wunderschönen Flieger ein, machen mal unsere Pflichtsachen und Cold and Dark, drehen wir den Flieger mal auf, also Batterie ein. Externe Power ein und man sieht auch schon, oder du siehst auch schon hier mein wunderschönes Airbus Autopiloten-Panel und EFIS-Panel geht auch an. Das ist zum ersten Mal im Einsatz heute, das werden wir uns auch ein bisschen auschecken. Aber machen wir da mal weiter. ADS ein, Crew Supply mit Oxygen, Nav-Light ein und Emergency Lights für unsere Passagiere, die noch nicht da sind. Wir machen das Fenster auf, es ist warm, wir sollen einen Wind haben. Ein bisschen, machen das Tablet weg. Schauen in unser Tablet, laden unseren Flugplan. Der Flugplan geht von Köln nach Wien, wie schon gesagt, der ist jetzt importiert. GSX läuft noch nicht, das werden wir starten. Das Ding läuft auch noch nicht, wir wollen dann unsere Landing Rate haben, perfekt. Und dann laden wir den Spaß mal. Und natürlich sieht man auch schon, es ist wieder absolut nichts los. Da ist keiner unterwegs. Wir sind das einzige Flugzeug da am Flughafen. Das werden wir jetzt sowas von ändern. Es ist ja Fahrt. Ich habe euch ja Immersion und Realismus versprochen. Das heißt, wir starten unser Beyond ATC. Startet da jetzt parallel, das ziehe ich mir dann wieder auf einen anderen Monitor, das heißt, das werden wir uns nicht einblenden während dem Flug. Geht einmal auf Start. So, da geht's jetzt ab, da passiert jetzt einiges. GSX belädt und befüllt. Beyond ATC möchte auch schon starten. Den Befüllungsvorgang schauen wir uns ein bisschen im Detail an. Das lassen wir da jetzt einmal ein bisschen befüllen. Im Beyond ATC wechsle ich dann noch die Frequenz auf die Clearance, damit wir dann auch eventuell andere Leute hören und natürlich unsere Premium Voices. Wir wollen natürlich hier heute absolut Premium-Top-Qualität haben, volle Immersion, vollen Realismus. Im Flug drehe ich das vielleicht wieder zurück, weil dann eigentlich Großteil die anderen Leute mit dem funken und gar nicht wir, aber solange wir viel sprechen müssen, machen wir Premium Voices.
Und dann würde ich sagen, wir sprechen auch unseren allerersten Funkspruch dann schon. Ich muss nur noch ganz kurz checken, wie es mit dem Mikrofon ausschaut. Das sollte passen. Machen wir einen ganz kurzen Radio-Check. Radio-Check! Ja, das geht gut. Perfekt. Dann werden wir mal den ersten machen. Köln, Ground. Na, das werden wir noch mal wiederholen. Das war nix. Ich lass mal los. Köln Bonn Delivery, Austrian 320 Request, IFR Clearance to Vienna. Austrian 320, Köln Bonn Delivery. Expect runway 31 right, Kumik 1 Bravo departure. Squawk 1000. Können wir machen. Expect runway 31 right, Kumi 1 Bravo departure, Squawk 1000, Austrian 320. Das sollen wir eingeben. Austrian 320, read back correct. Perfekt. 121.73 when ready for pushback or engine start. Ich stelle da schon einmal unseren Tausender ein. 1000. Und wir müssen noch readbacken. Contact ground 121.73 when ready for pushback. Austrian 320. Das 3 mache ich absichtlich so deutsch. Fällt mir eh schwer, Englisch zu sprechen und dann 3 zu sagen, aber das wird schon. Gut, B und ATC ist zufrieden. Wir können weitermachen. Wir sind, glaube ich, schon soweit. Nein, noch immer nicht befüllt. Befüllt, wie auch immer. Warten wir das noch kurz ab. Wir hauen uns in den Flugcomputer rein. Initialisieren da mal alles. Lesen unser erstes Loadsheet vom Simbrief. Akzeptieren es. Werfen uns auf die Init-Page. Requesten unseren Flugplan. Ich gebe schon mal die Flugnummer ein. Das ist Austrian 320. Wir fliegen, glaube ich, auf 35.000 Fuß, habe ich gesehen. Mit Cost-Index 30. Cost-Index 30. 35.000 Fuß. Wind holen wir uns. Sehr gut, der ist Uplink. Und in den Flugplan. Wir wissen von der IFR Clearance, dass wir losfliegen über die 3.1 Right. Das ist in Köln-Bonn mittlerweile die 3.2 Right. Und über die Kumi, was haben wir gehabt? 1 Bravo. Gibt es mittlerweile Kumi 9 Bravo. Dann nehmen wir die. Inserten das. Den Anflug machen wir auch schon einmal so weit, wie wir eigentlich in der Planung drin haben. Über Bude 2 Whisky in die 3.4. In die 3.4 über Bude 2 Whisky und vermutlich ist das, was wird denn das sein? Nerdu? Nerdu. Machen wir dann über Via Nerdu. Dann haben wir einen schönen Plan normalerweise. Komm da mal raus. Und dann wird schon interessant, weil die erste Geschichte ist schon einmal, ich drehe da mal auf Plan um. Und dann steppen wir da mal durch. Wir können die Range noch ein bisschen vergrößern, verkleinern. Das ist wirklich sehr geil, dieses Teil. Dann schauen wir durch, haben wir einen schönen Flugplan. Yes, schaut bis jetzt ganz gut aus. Und perfekt, das schaut gut aus. So lassen wir das. Dann haben wir 7000, stelle ich da schon einmal ein. Und Constraints. Dann Altimeter steht auf 1017. Perfekt. Eurowings 3 Foxtrot Juliet at Ramp Victor 51. Request pushback and Und engine soweit, so gut. Die laden uns hier ein. Schauen wir uns das Ganze mal von drinnen an. Da passiert ein bisschen was. Pushback and engine start approved. Face southwest. Pushback approved. Face southwest. Eurowings 3 Foxtrot Da wird Juliet. auch eingeladen. So. Falls der Verbrauch der Premium Character Voices interessant ist, ich habe jetzt noch 11.464 Characters. Ich laufe ja in Premium für den Controller Voice. Das lassen wir jetzt einmal so und schauen am Ende einfach mal, was dann noch über ist. Sicher auch interessant.
Okidoki, dann würde ich Packax noch starten. Das mache ich normalerweise eigentlich ein bisschen früher. Das machen wir jetzt halt jetzt. Das ist dann noch einmal für unsere Passagiere, die wir dann sehen. Da machen wir Silent und los geht's. Steigt's ein, tut's weiter. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Da wird fleißig beladen. Wir können mittlerweile auch eigentlich schon die Fuel Pumps mal aufdrehen. Und uns um die APU kümmern. Warten wir kurz und wir gehen auf Start. Weil ich fürchte, es ist warm. Wir wollen drinnen die Klimaanlage aufdrehen. Eurowings 3 Foxtrot Juliet, taxi for departure. Wir laden da fleißig die Koffer. Eurowings 3 Foxtrot Juliet, runway 31 right taxi via Kilo 3 Tango Delta Alpha. Hold short runway 06. Wir haben auch schon die APU startet. Runway 31 right taxi via Kilo 3 Tango Delta Alpha. Hold short runway 06, Eurowings 3 Foxtrot Juliet. So, wie lange dauert die Kisten dann auch? Wir haben noch ein bisschen Cargo zum Einladen. Und der Rest ist schon da. APU ist gestartet, wir machen die APU Bleed mal dazu an. Und wir können uns dann eigentlich langsam auch schon von der externen Power dann trennen, wenn wir uns dann für das Pushback entscheiden. Ich würde hier mal das Fenster zumachen, jetzt ist es doch schon eher lauter draußen. Die Tür ist schon zu. Die Tür werden wir dann auch verriegeln. Unseren Squawk 1000 haben wir schon gesetzt. Predicted Wind Shear schalten wir schon einmal ein. Das brauchen wir dann später. Hier haben wir schon einmal eine Meldung. NAV Updates, okay, passt. Flugplan übernehmen wir noch in den Secondary Flugplan. Falls ich irgendwie einen Schaß mache, habe ich quasi die Vorlage vom jetzigen noch da drüben im Secondary. Und das war's jetzt aber soweit. Ich glaube, jetzt mache ich da nichts mehr. Performance müssen wir dann noch setzen oder errechnen lassen, wenn wir erfolggeladen sind. Alles nach der Reihe. Und was mir richtig taugt, ist dieses Teil da. Das finde ich ja wirklich saugeil. Würde sich's geziemen, wenn die da ein bisschen anzahlen würden und da ein bisschen Gas geben, im Koffer beladen. Upsala. Schlechte Ansicht. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Das ist jetzt gerade passiert. Wir senden das an die MCDU und wir gehen auf die Takeoff-Page, bauen hier das finale Loadsheet rein, synken uns das Wetter, errechnen uns unsere Speeds. Was haben wir? 128, 128, 131 bei Flaps 1 und wir sind getrimmt auf 0,3 down. Na gut, dann würde ich sagen, wir requesten hier mal Pushback and Engine Start. Okay, jetzt haben wir uns überlagert. Cross runway 06 at Alpha. Continue taxi via Alpha. Eurowings 3 Foxtrot Juliet. Da möchte jemand weg. Schauen uns das Ganze noch kurz von drinnen an. Jetzt haben wir ja unsere Leute mittlerweile schon, aber grundsätzlich an die Bonner da draußen, wie schaut denn das da aus? Ich bin da noch nie gesessen. Normalerweise sitze ich da immer, wenn ich von Köln-Bonn wegfliege,
Ein bisschen weiter drüben, in diesen lustigen Sternformationen da. Da fliegen wir normalerweise immer weg. Meistens von da. Das schaut natürlich nicht ganz so 1:1 aus, wie es am Flughafen ausschaut. Vielleicht ein bisschen, aber doch eher weiter weg. Aber das da hinten ist ja schon recht nett modelliert. War schon jemand mal von euch da? Warst du vielleicht schon einmal da und kennst das? Da steht ja irgendwo so ein lustiges Flugzeug, oder? Das müsste ja da sein, genau. Steht das wirklich da? Das ist voll lieb. Taugt mir. Taugt mir. Waren wir das? Yes, das sind wir. Dann Köln-Bonn Ground Austrian 320 Request Pushback and Engine Start on Gate. Ja, wurscht. War das Gate 20? 16? Austrian 320, Cologne, Bonn ground, pushback approved, face southeast. Base Southeast, Austrian 320. Perfekt, dann machen wir das Ganze über GSX. Externe Power weg. Beacon Light on. Kollegen, schnallen wir fest und geraucht wird auch nicht mehr, bitte. Ist jetzt nicht so, als wäre es bis jetzt erlaubt gewesen. Und los geht's. Lassen wir die Kollegen arbeiten. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure checks completed. Bypass period started. Eurowings 3 Foxtrot Juliet, contact Cologne, Bonn Tower 124.98. Over to Tower 124.98. Eurowings 3 Foxtrot Juliet. Have a good day. Heb uns in die Höhe. Das schaut ja gut aus. Und wir haben gesagt, wir facen Southeast. Das heißt, wir nehmen East Blue. Release parking brake. Dann releasen wir unser Parking Brake. Hoppala. Commencing push. All engines clear. Start engine. Dann lassen wir uns da mal wunderschön zurückpushen. Ich zünd mal. Und Engine to Start. Sehr geehrte Gäste, einen schönen guten Tag und recht herzlich willkommen auf diesem Austrian Airlines Flug. Wir begrüßen auch herzlich unsere Gäste der Star Alliance Partner und unsere Statuskunden. Ich heiße Peter Benz und freue mich, Sie heute Peter Benz. betreuen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good afternoon, dear guests, to your Austrian Airlines flight. We would also welcome our guests booked with our Star Alliance partners in our stated. My name is Peter Benz and with my crew, I'm responsible for safety and comfort. We wish you now a pleasant stay on board. So ist es. Vielen Dank an unseren Purser. Engine Sehr Start geehrte Gäste, wir 1. möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen, bitten Sie daher um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dear guests, we will now familiarize our safety instructions of this aircraft and we ask for your undivided attention. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können.
We will now show you how your seatbelt is fastened and unfastened. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zur Sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Die Engine Kindern, fährt die hoch. Hilfe benötigen. If there is Wieder draußen schnallen uns auch schon wieder ab. Perfekt. Wir haben ja keine Zeit, wir wollen ja losdüsen. pull the mask down fully. Ich Start setz mal your Flaps auf oxygen. 1. Cover your mouth and nose with the oxygen mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationen. Flight Control Check left ist okay. Sie finden diese Flight in Ihrer Control Check Tasche mit einer rechts Anleitung zur Schutzhaltung, ist auch okay. zu der Sie im Falle einer Notlage aufgefordert werden. Wir haben dann noch unten von unserem finalen Loadsheet, meiner Meinung nach müssten wir noch ein finales haben, nach dem Einsteigen, nach dem Beladen. Einer mehr fliegt mit, +1. Und der Rest ist wie er ist, das passt schon, das ist ja schon gesetzt, wir können es eh nicht ändern. APU Bleed aus, APU Master aus, Taxi Light ein, würde ich sagen. Der Rest schaut eigentlich ganz in Ordnung aus. Wir sind ready. Fenster haben wir zugemacht. Die Kollegen verabschieden sich da auch alle wunderbar. Dann requesten wir mal Taxi zur Runway. Köln-Bonn Ground Austrian 320 request Taxi to Runway. Ich könnte auch sagen to the active. Oder müsste ich sonst die Nummer sagen? Keine Ahnung. Ah, wir haben einen Hold Short, sehr schön, perfekt. Runway 31 right, Taxi via Mike, Bravo Alpha, Hold Short, Runway 06, Austrian 320. Yes, Sir. So, Zündung machen wir weg. Wir machen die Trimmung noch, bevor wir es dann vergessen. Wir haben gesagt 03 trimmen wir, auf 03 down. Ups, das war der falsche. Wir trimmen auf 03 down, ungefähr daher. Vielleicht noch ein bisschen. Und dann düsen wir los. Ich löse die Parkbrake, wir geben ein bisschen Gas. Und let's fetz. Wir können uns dann auch noch ganz kurz den Weg hier anzeigen lassen. Also wir haben da ein ganz Stück jetzt zum Fahren. Wir fahren quasi mehr, als dass wir fliegen fast. Wir fahren mal die ganze Runway hier geradeaus und hier müssen wir dann stehen bleiben. Das ist wichtig. Und uns dann noch einmal bei Funk melden. Aber fahren wir mal ein Stück. Ich rutsche einmal zurück, dass ich auf meine Pedale hinkomme. Wir folgen einmal der blauen Linie da. Dann haben wir da schon unsere nächsten To-Dos. Autobrake setze ich auf Max. Die Ground Spoilers auf Arm. Cabin ist noch nicht ready. Die hat auch noch ein bisschen Zeit, bis sie ready ist. Ganz ehrlich. Wir haben keinen Stress. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Wir haben einen irrsinnigen Weg zum Fahren. Takeoff-Config-Test kann man machen. Grundsätzlich alles okay, passt. Flaps sitzen, Getriebenzimmer richtig. Alles gut, es ist nur noch die Cabin. Das Kabinenpersonal, was uns dann noch melden darf, dass es ready ist. Wir sind schon recht flott, wir sind mit 30 Knoten unterwegs. Waren da bei der DHL vorbei. Da steht diesmal gar keiner. Ist da zu viel nach rechts geschaut. Man fährt immer dorthin, wo man hinschaut, sagt man. Haben wir gesehen. Ein Stückerl noch. Jetzt haben wir dann gleich unseren Holding Point.
Ich schau mal, ob wir die Cabin ein bisschen motivieren können. Ja, bitte, schau. Man muss nur einmal verschreien. Sind schon ready? Dieses Beep war das gerade. Hobby. Dann nehmen wir unseren Thrust ein bisschen raus. Wir werden da vorne jetzt zum Halten kommen müssen. Ich hoffe, wir sehen vielleicht auch noch Incoming Traffic, Inbound Traffic. Das wäre fein, dass wir auch einen Grund haben zum Halten und nicht einfach nur so. Jo. Noch sehe ich nichts. Wie lang dürfen wir? Wie weit dürfen wir? Ja, bis davor dürfen wir. Das passt. Austrian 320, cross runway 06 at Alpha. Continue taxi via Alpha. Ah, okay, passt. Er hat uns von vornherein schon gesagt, dass wir dürfen. Cross runway 06 at Alpha, continue taxi via Alpha, Austrian 320. Perfekt. Ich glaube, wenn man Runways crosst, muss man Strobe Light anschalten. Das werde ich noch verifizieren, aber ich glaube, das macht man so. Kommt da eh ja keiner, nein, da kommt keiner. Und da auch nicht. Sehr gut. So, von unserem weiteren Weg her, wie schauen wir aus? Wir haben nur noch den Rest der Runway und dann den Bogen vorne. Ja, perfekt. Supidupi. Dann nehme ich da wieder ein bisschen Gas raus. Und wir hauen uns wieder ein bisschen auf die gelbe Linie. Nicht, dass dann noch jemand mit mir schimpft, weil ich da voll daneben fahre. Mal noch ein Windcheck. Windcheck. Aircraft calling for radio check, reading you loud and Okay, das clear. war kein Windcheck, das war Radiocheck. Dann kriegen wir halt keinen Wind. Austrian 320 wind check. Die Co-Pilotin macht das für uns. Wind variabel. Variabel. Okay. TCAS kann man dann schon langsam einschalten. Jetzt haben wir auch hinter uns niemanden, wo wir dann diese ganzen Warnungen kriegen würden, fürchte ich. Genau, wir sind alleine unterwegs. Ich nehme Gas wieder raus und wir folgen der gelben Linie bis vorne auf die Runway 31 right. Austrian 320, contact Cologne Bonn Tower 124.908. Contact Cologne Bonn Tower 124.908, Austrian 320. Bleiben da mal stehen. Negative tower on Hat er mich nicht 124.908. verstanden? Tower on 124.908, Austrian 320. Das passt. Strobe Lights haben wir gar nicht abgedreht vorher, die sollten jetzt wieder aus sein. Wir requesten Departure. Tower Austrian 320, request Departure on 31 right. Vielleicht könnte man noch sagen holding short. Austrian 320, Cologne Bonn Tower, wind variable, Perfect. runway 31 right, cleared for takeoff. Runway 31 right, cleared for takeoff, Austrian 320. Ja, Landing Lights. Austrian 320, cleared for takeoff, runway 31 right. No, habe ich mich versprochen. Austrian 320, cleared for takeoff, runway 31 right. Passt. Mich entweder versprochen oder er hat mich nicht verstanden. Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal Gas geben ein bisschen.
Machen jetzt noch einmal einen Cabin Call. Und richten uns hier mal fein aus. Das schaut ganz gut aus. Bleiben auf der gelben Linie. Gas gebe ich weg. Ich bleib dann da noch kurz stehen. Jetzt machen wir keinen Rolling Takeoff. Bleiben stehen. Ich würde den Tiller gern noch deaktivieren. Das erleichtert das Handling am Boden dann doch ungemein, wenn man dieses Knöpfchen da drückt. Dann ist das nur noch für das Seitenruder und nicht mehr für die Achse vorne. Und dann haben wir, glaube ich, alles gesetzt. Genau. Dann würde ich sagen, Takeoff. Nochmal 40%. Dann, dass sich die Engines stabilisen. Schaut gut aus und Takeoff. Wir haben gleich 80 Knots. 100 Knots. Wir haben unser V1 Rotate. Schaut gut aus, Positive Rate, Gear up. Steigrate noch gewinnen. Wunderschön. Ich sage jetzt mal, Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war sehr schön. So, meine Füße kann ich wieder runter tun. Ich rutsche wieder ein bisschen näher. Den Thrust stellen wir zurück auf klein. Und wir curven mal ein bisschen nach rechts. Ich glaube, wir müssen funken. Contact Langen Radar 135.35 Austrian 320, goodbye. Langen Radar, Austrian 320, climbing to flight level 7000 feet. Kein Flight Level, aber er versteht mich schon. Perfekt. Flight Level 170 machen wir. Das machen wir da natürlich, muss ich mich auch einmal dann gewöhnen. Flight Level 170. Climb to Flight Level 170, Austrian 320. Und wir machen mal den Autopiloten an, würde ich sagen. Dann können wir unseren Altimeter setzen auf Standard. Den ziehen wir raus, perfekt. Wir gewinnen gerade ein bisschen Speed, das heißt, wir können unsere Flaps dann gleich retracten. Die Meldungen können wir auch eliminieren. Ground Spoilers armed, machen wir weg. Die Seatbelts 1 lassen wir noch an. Auch wenn der Autopilot schon fliegt. Bumpy wird's normalerweise nicht mehr. Na gut. Wir haben unsere Geschwindigkeit ganz gut erreicht. Flaps up. Speed checked. Wir haben einen ziemlichen Seitenwind von 14 Knoten. Das schaut im Video ziemlich hell aus alles. Ich schau mal, ob ich da ein bisschen was dunkler machen kann. Diese Regler da steuern auch die Displays. Das sieht jetzt besser aus. Ja, nicht wirklich, das ist zu hell. Das schaut eigentlich, ja, das passt schon so, das war schon in Ordnung, oder? Bobby. Unsere Leute sitzen auch. Stunde 14, jetzt werden wir beschleunigen. Wir haben es jetzt relativ unspannend.
Genau, wir sind auf dem langen Radar, dort bleiben wir mal momentan von der Frequenz. Und da würde ich sagen, fetzen wir mal die SIM-Rate ein bisschen rein, dass wir nicht die ganze Zeit absitzen müssen. Mindestens mal 2. Ich würde aber sagen, wir fetzen gleich auf mal 4. Das passt schon. Schaut ein bisschen ruckelig aus, aber wir fliegen halt sehr flautig. So, wir haben gleich unsere Höhe erreicht. Ich nehme die SIM-Rate mal raus. Genau, wir müssen nämlich Frequenzwechsel machen. Contact Langen Radar 118.75 Austrian 320. Langen Radar Austrian 320, climbing to flight level 170. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch höher steigen dürfen. Genau, 35. Machen wir das. Climb to flight level 350, Austrian 320. Perfekt. Und das ist jetzt auch der Moment, wo ich wieder zurückgehe auf die Basic Voices, weil jetzt in diesem ganzen Hin und Her spricht der Controller relativ viel, aber nicht mit uns. Wir haben da sogar schon eine Warnung mit Premium Character Slow. Die wollen mich schon motivieren, dass ich mal was Nikes kaufe. Ich glaube, bei 11.000 haben wir begonnen, 9.800 haben wir jetzt, also ein bisschen was über 1.000 Characters haben wir bis jetzt verbraucht. So, ich fetze die SIM-Rate wieder rein. Weil jetzt ist einfach nur noch, dann machen wir da mal ein bisschen den Zoom, 80 Meilen. Wir sehen schon Stücke noch, da gehe ich auf die volle, dass wir möglichst die ganze Strecke sehen, das geht sich auch nicht aus. Wir können dann auch auf NAV mal schauen, ja, da sehen wir so mehr. Ja, genau. Das sind jetzt Basic Voices, klingt nicht schlecht, also es klingt kaum schlechter als wie Premium. Klar klingt Premium ein bisschen besser, aber man kann auch damit leben. Contact Langen Radar 127.6 Austrian 320, have a good day as well. Da haben wir jetzt ein bisschen versprochen, have a good day as well, hätte es werden sollen, aber irgendwie ist nur ein Teil geworden. Nein. Wir haben dann da bei ESATI, schauen wir mal ein bisschen rein. Genau, ESATI haben wir unseren Pop-Up Climb, das heißt, da haben wir unsere Reiseflughöhe dann erreicht. Wir können natürlich auch unsere guten Leute mal abschnallen. Seatbelt Signs machen wir aus und die Landing Lights sind auch noch eigentlich gar nicht mehr an zu sein. Die drehen wir bei 10.000 ab. Die waren jetzt unnötigerweise länger an. Schadet ja nicht. Ja, wir haben schon eine ziemlich nette Höhe. Servus. Ja, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Dann würde ich sagen, wir hauen die SIM-Rate auch gleich wieder raus, dass er sich da bei 35 mal ein bisschen stabilisieren kann. Wenn wir da irgendwo einen Kollegen nah, gell? Da fliegt sonst nirgends keine Kondensstreifen zu sehen. Sind wir die einzigen?
sind eigentlich eher ein paar andere unterwegs, aber ein bisschen weiter weg. Okay. Naja, ist halt so. So, die Kollegen, die haben gecheckt, wir sind im Cruise. Ich announce da einfach mal ein bisschen was. Ich sehe auch, der Kollege läuft auch auf den falschen. Schau mal, was er jetzt sagt. Genau, und jetzt gibt es Snacks and Drinks. Der Flug ist lang genug. Unsere Leute haben da teilweise einen Hunger. Somewhat hungry, very thirsty. Naja, dann trink halt was, iss was. Ich hoffe, das Essen ist gut. In Wien laden wir Don Co-Menüs auf. Keine Ahnung, was sie in Köln-Bonn aufgeladen haben, aber wahrscheinlich auch was Gutes. Im Worst Case gibt es die typische Austrian Airlines Schokolade. Wir müssen uns noch announcen auf der Frequency. Boah. Center, Austrian 321, on Flight Level 350. Ich hab's vergessen. Okay. Austrian 320. Spät, aber doch. Passt schon. Machen wir wieder SIM-Rate rein, oder? Das ist wieder unspektakulär. Die Kollegen werden noch bedient. Sind bei 8%. Die wird da gerade wahrscheinlich austeilen, so wie es ausschaut. Genau, sieht man auch, die sind auch nicht mehr hungrig und nicht mehr durstig. Und je weiter hinten wir gehen, wahrscheinlich geht's dann noch. Ah. Ja. Esst's was. Durchwechseln. So, dann schauen wir mal wieder ins Cockpit rein. Ich würde gerne mal wissen, wann wir sinken müssen. Da ist ziemlich ruckelig. Wir haben ein bisschen Wind, aber nur ein bisschen, interessanterweise. So, wir wollen wissen, wann ist unser Top of Descent da vorne bei. Was ist denn das? Jetzt bin ich da schon wieder angekommen. Bubex. Okay, Bubex. Na gut, da haben wir noch ein bisschen. Dann können wir spaßhalber 35 mal 3, 70, 125 mal gucken, ungefähr grob, dass wir uns da mal schauen, wenn wir uns einen Fix einbauen. Aber nicht hier, sondern hier ein Fix-Info. LOWW. Radius mit 100, was haben wir gesagt? Mal 105 nautischen Meilen. Gehen wir da mal retour und schauen wir, was wir da jetzt gezeichnet haben. Ich da raus. Genau, wenn wir da jetzt schauen, das müsste sich ziemlich perfekt, ja. Also wenn uns der Top of Descent mal nicht angezeigt wird, kann man ihn quasi ausrechnen. Aktuelle Höhe mal 3. Dann haben wir da jetzt einen Kreis gezeichnet und das deckt sich. Also wenn wir da bei dem Blauen anfangen zu sinken, sind wir auf jeden Fall absolut richtig unterwegs. Das wollte ich sehen. Den Fix können wir uns wieder wegtun eigentlich. Das clearen wir da jetzt wieder weg. Das heißt, unsere Anzeige ist in Ordnung. Wenn alles natürlich dabei bleibt. Das kann natürlich auch sein, dass uns Beyond ATC auch noch voll umleitet auf eine andere Runway. Das wissen wir ja noch nicht.
Das wissen wir noch nicht. Wir fliegen immer noch mit 4-facher Simrate, perfekt. Radar contact. Ja, lassen wir da mal ein bisschen die Zeit vergehen. Expect Salif Puma, runway 36, traction 261 Whiskey. Channel 5 November Tango. Contact landing radar 11775. Einmal in die hintere Reihe. 283 Alpha, runway 26, ready for descent. Eurowing 7 Uniform November. Bisschen Bock auf Austrian-Magazine lesen. Flight level 150, Eurowing 7. Uns mal wieder ins Cockpit zurück. Jetzt wird es ja dann gleich spannend werden, nehme ich einmal an. Genau, wir werden die Distanz da wieder mal ein bisschen zurückschalten von der Anzeige. Wir können dann mit 80 sehen wir unseren Top of Descent eigentlich schon. Da drüben können wir auch schon eine Ebene zurückschalten und wir sehen eigentlich, na, das gefällt mir so noch besser. Langen Radar Air Portugal 124, good day, flight level 327. Die Herrschaften sind mit dem Service fertig. Wir bestellen uns auch noch was zum Essen. Ich hätte auch gerne ein Meal. Contact Langen approach 126, decimal 905, wide road 5 Bravo Romeo. Austrian 320, Langen Radar. Da, wir kriegen unsere Clearance für den ILS Approach. Langen Radar, expect Bude to Whiskey Runway 34, Austrian 320. Also alles bleibt wie wir es wissen. Runway 34, Bude to Whiskey, das haben wir eintragen. Bude to Whiskey, alles wie geplant. Perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, da vorne haben wir uns dann in den beim Top of Descent runter, in den Descent. Bis dahin chillen wir noch. Genau, und lass uns dann mit der Simrate einfach mal nach vorbringen. Viel Großartiges passiert jetzt nicht mehr. Bis zum Descent. Wir haben es gleich, genau, wir hauen die Simrate mal wieder weg. Ich glaube, wir sind sogar schon drüber, ja? Wir sind über Budex schon drüber. Wir sollten sinken. Kriegen wir schon hin. Jetzt muss er uns nur sprechen lassen. Runway 26, ready for descent. Channel 21 Lima Kilo. Channel 21 Lima Kilo. Descent to Ich descend einfach mal ein bisschen. Drück da drauf. flight level 170. Lass mich sprechen. 21 Lima Kilo. Er will more Drag, dann machen wir Speed Brakes noch raus. Geht immer noch nicht. Ja, okay, wir sollten Drag Center contacten.
Contact Prague Center 118.375 Austrian 320, goodbye. Und dann melden wir uns da an, dass wir descenden. Boah, wir haben eine krasse Descent Rate, na servus, da vibriert sogar der Controller. 7000 Fuß, na servus, was ist denn da los? Prague Center, Austrian 320, descending to flight level 190. 190. Bist du denn verrückt? Wieso ist denn das so hart? Radar contact. Austrian 320. Contact Vienna Center 124. Der verabschiedet mich auch gleich wieder. Vienna Center, Austrian 320. Ah, okay, das ist noch zu früh. Contact Vienna Center 124.4 Austrian 320, have a good day. Contact Vienna Center on 124.4 Austrian 320, have a good day. Ja, ist ein ganz schöner Sturzflug da. Vienna Center, Austrian 320, descending to flight level 190. So, wir können dann langsam wieder ein bisschen chillen. Ich habe mit der Simrate dann doch jetzt ein bisschen geschlafen vorher. So, raus mit den Speedbrakes wieder. Oder rein damit, besser gesagt. Codex to Whiskey. Codex to Whiskey, runway 34, ready for descent now, Austrian 320. $20.000, passt. 200. Haben wir das. Das ist ja eigentlich jetzt. Descent to flight level 200, Austrian 320. Wie schaut's denn da aus? Unter 17.000 sollte man das sein. Ja, okay. 140. Descent to flight level 140, Austrian 320. Perfekt. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit zum Chillen hier. Da drüben können wir schon die Range ein bisschen größer schalten. VOR lasse ich mir auch noch anzeigen. Das sind so richtig arge Switches, da muss man ziehen, dass man die umlegen kann. Richtig arg. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das? Wir müssen da unter 17.000 Fuß sein und über 6.000. Aber das könnte sich ausgehen, nehme ich einmal an. Ja. Was haben wir für Airports in der Nähe? Keine. Was sind da für Wegpunkte? Bei Airports müsste es da eigentlich irgendwo schon geben. Ja, genau. LZIB. Was haben wir dann noch? Da ist Linz. Wiener Neustadt zeigt er uns nicht an, weil wir da vermutlich nicht landen wollen. Oder können oder dürfen. I don't know. Der müsste eigentlich irgendwo da sein. Na gut. Schalten wir da mal wieder auf das zurück. So kann man das ganz gut lesen. Und wir schaffen das auch unter 17.000 Fuß. Ah, das passt perfekt. Das passt perfekt. Descent to flight level 120, Austrian 320. Vorbei. Wir sind jetzt noch immer auf den Basic Voices, aber wir werden wieder langsam umschalten. Weil jetzt wird es dann wieder interessant. Interessant, genau. Turkish 41 Tango
Genau, die Testdata möchte der Airbus von uns noch haben. Die haben wir natürlich auch vorhin schon durchgesagt bekommen. Die tragen wir da mal ein. Gehen wir mal her. 3, 4 stimmt. Wir haben eine trockene Runway. Wir applyen das aktuelle Meter. Was haben wir für Landegewicht? Wir sind hier bei 57 Tonnen ungefähr. Gehen wir das da mal ein. 57 Tonnen. Das schaffen wir mit Low Auto Brake. Okay. Dann 10, 12, 20. Gehen wir mal daher. 10, 12, 20. Ghosting ist da gerade wieder ein bisschen extrem, muss ich sagen. Das neueste DLSS ist irgendwie interessant. 5107. Und wir sind in Wien, da weiß ich, das ist 760 sowas. Nach Sicht, das mag er nicht. Das gehört auch bei Baro rein, genau. Okidoki. Okay, wir müssen Wien Arrival contacten. Contact Wien Arrival 13412 Austrian 320. Decimal vergessen. Lasst er mich das durch? Nein, ich glaube nicht. Lasst mich das durch. Wien Arrival Austrian 320 on Flight Level 150. Ich glaube bis genau 12.000 dürfen wir. Austrian 320 Wien arrival, QNH 1012. Expect the ILS runway 34 with the near 5 in transition. Ist okay. QNH 1012, expect the ILS 34 with the Nero 5 November transition Austrian 320. Yes. Bis jetzt geht's ja dabei, ne? QNH 1012. Descent to 6000 feet, QNH 1012, Austrian 320. Dann drücken wir da mal rein. Was hat er gesagt? Ich habe zurückgelesen. 10, 12. Yes, sir. Cleared direct Nerdu, cross Nerdu at or above 6000 feet, cleared ILS 34 Austrian 320. Wir haben eine Company Message bekommen. Wahrscheinlich, weil wir pünktlich sind. Die schauen wir uns mal an. ADC Communication. Da können wir her. Received Messages. Na, nimmst du das bitte? Einmal Our Ops. Jawohl, wir haben kein Delay. Perfekt. Alles gut. Wir müssen nichts melden. Wir sind in der Zeit. Und auf 12.000 Fuß sinkt man. Das ist auch recht geschmeidig da. Da hätten wir ja vorher die Speedbrakes gar nicht ausfahren müssen, wenn wir jetzt eigentlich so daher duckern. Bei 800 Fuß pro Minute ist ja eigentlich wirklich nicht viel. Das nächste Mal müssen wir uns melden, wenn wir established sind am Final Approach. Das ist schon noch ein ganzes Stückel. Das heißt, da fetzen wir wieder mal die Sim-Rate rein. Er wird uns zwar jetzt noch einmal... Achso, nein, 6000 dürfen wir schon. Cleared Nerdu at or above 6000 Fuß. Dann machen wir das. Dann gehen wir 6000 ein. Ist zwar zurückgelesen, aber nicht eingestellt. Da geht's dahin. So, wir kommen auf der rechten Seite jetzt beim Flughafen vorbei. Die Frage ist, sehen wir den? Wenn wir uns da mal runter begeben. Müsste eigentlich. Ein bisschen wolkig ist da. Und normalerweise müsste er jetzt, glaube ich, kommen. Gentlemen, this is Fox 9 now turn
Seatbelt signs has been turned on. Naja, dann turnen wir sie an. Okay, dann Landing Lights an. Wir sind bei 10.000 Fuß. Den QNH haben wir gesetzt. Es wird. Wir werden die Simrate mal wieder abdrehen. Dass uns der Flieger da nicht zum Spinnen anfängt. Die Range da wieder ein bisschen kleiner setzen. Wir sehen hier jetzt schon alles und da auch noch einmal kleiner. Dann, wir wissen eigentlich von vorher noch, dass wir mit Low Auto Brake landen. Das heißt, ich stelle da mal Low Auto Brake ein. Hier, dieser Kollege da. 3.8. Die Geschichte ist, wenn wir da jetzt eigentlich nur so daher tuckern und mit 500 Fuß pro Minute runterkommen, könnte man eigentlich abkürzen. Da könnte man wahrscheinlich wirklich sagen, okay, wir kürzen da ab. Aber solange es uns der Funk nicht sagt, haben wir eigentlich keine Erlaubnis abzukürzen. Ist halt die Frage, machen wir es trotzdem? Sind wir wild? Schon ein bisschen, oder? Schauen wir mal, wo wir da hinkommen würden. Wenn ich da jetzt sage Flugplan, nach 979 kommt 972. Machen da mal WW 972 rein. Dann macht er da so einen Bogen rein. Du müsst eigentlich dasselbe erreichen. Da kommt ein anderer Flieger rein, der könnte uns dann in die Quere kommen, wenn wir da jetzt einfach abbiegen. Ich glaube, das lassen wir. Da wären wir fast lieber, wenn wir dann nach 977 in den neuen BW 973. Ich glaube, der ist geschmeidiger. Ja, genau. Und dann werden wir den einmal machen. Dann haben wir jetzt vermutlich auch einen anderen Descent-Part. Genau, es ist immer noch wurscht. Wir sind auf 8000. Das Ding ist über uns. Über 6000 sollten wir sein. 230 Knoten haben wir jetzt schon. Ich schätze halt einmal nur, dass der vermutlich noch vor uns reinkommt. All aircraft be advised, information kilo now current QNH 1012. Was ist da jetzt mit diesem Traffic? Die Kabine ist ready, sehr gut. Das resetten wir mal weg. Der Traffic ist dann hier und hier kurven wir jetzt eh schon nach rechts, was sehr gut ist. Das ist ja mal ein schöner Anblick. Es schaut ein bisschen nach einem Neusiedlersee aus. Austrian 2 Lima uniform, descend to 3000 feet. Descend to 3,000 feet. Austrian 2 Lima uniform. Jetzt dann schon langsam spannend. Ich schalte mal das Landing Signal ein. Austrian 2 Lima uniform. Machen wir auf der anderen Seite auch noch. Miles from W971. Sehen wir schon was vom Landing Signal? 3000 feet until established on the Geh da mal her. Hoppala, das muss ich ja da machen, genau. Nein, noch nicht. 20 Meilen ist entfernt. Fly present heading.
Der Wiener Pfad kommt schon runter, das heißt, jetzt wird es dann gleich wieder ein bisschen runtergehen. Na gut, dann runter mit uns, zumindest einmal auf 5000. Mal schauen, was da jetzt kommt. Landing Signal müsste ja eigentlich auch schon langsam eintreffen. Wir haben zwar noch kein Go, aber wir werden einmal reporten, dass wir established sind. Wien Arrival Austrian 320 Report established on final approach. Na schau, da haben wir unser Landing Signal auch schon. Wir drücken den Approach-Modus. Perfekt. Localizer captured und Glide Slope captured. Perfekt. Der sagt immer noch 6000 Fuß, aber das wird man dann nicht mehr packen. Das wird man nicht mehr packen. Dann haben wir einmal die Flaps auf Stufe 1 raus. Da sehen wir gerade nichts, okay. Dürften Bug sein. Und auch keine Flaps. Die Sleds sind draußen, aber hinten die Flaps nicht. Okay, spannend. Dann haben wir noch 12 Meilen, bis wir unten sind. Contact Wind Tower 123.8. Over to Tower 123.8. Austrian 2 Lima uniform. Austrian 796. Contact Wind Tower 123.8. Wir haben Rückenwind. Seit wann landen wir bei Rückenwind? Ich werde die Speedbrakes da mal raushauen, weil sonst sind wir ja nie langsamer. Wir müssen auf jeden Fall runterkommen und ich schalte auch schon einmal die Gear runter. Mal Gear down. Und dann noch ein bisschen abbremsen. Wir müssen Wind Tower contacten. Contact Wind Tower 123.8 Austrian 320. So, wir haben 200, wir können mit den Flaps runtergehen. Speedbrakes können wir wahrscheinlich auch schon wieder einfahren. Würde ich sagen, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben 180, wir können Flaps 3 machen. Flaps 3. Vienna Tower, Austrian 320 on final approach. Austrian 320, Wien Tower, continue. Machen wir. So, wir sehen auch schon, wir haben da noch wen vor uns. Da ist ein bisschen was los gerade, hoppala. Schauen wir mal, ob das passt. Continue, Austrian 320. So, die Speedbrakes haben wir Armen und Flaps machen wir voll. Dann ist hier auch alles erledigt. Okay, und der Kollege da vorne muss go arounden. Ich hoffe, wir kommen da runter. Früher habe ich auch schon mal eine bessere Qualität da vorne gesehen, als wir da jetzt gerade sind. Contact Wine Arrival. Na, das machen wir nicht. Das sind aber auch nicht uns gemeint. Dann machen wir noch ein Autopilot 2 rein. Ich hoffe, wir kriegen unsere Landing Clearance noch. Ich werde jetzt dann relativ gleich übernehmen. Wir haben 1000 Feet gleich über Grund. Perfekt. Wir sind stable. Perfekt. Runway 34, Austrian 320, clear to land. Set verdreht gehört.
Wurscht, jetzt schon. Und dann übernehme ich. Und wir schauen, dass wir da runterbuttern. Füße auf die Pedale. Und schau mal. Schaut ja ganz gut aus. Wir haben 700 Fuß pro Minute runter. Das werden wir beibehalten. Wir haben eigentlich nur Gegenwind jetzt mittlerweile. Jetzt kommt er gerade ein bisschen von der Seite. 500. Ich stepper, dieser Stick ist auch richtig geil. Das muss man ja wirklich sagen. Wow. 400. 300. Das sind 100 Felder in Rot. Das schaut auch ziemlich falsch aus hier daneben. So, jetzt wird's tricky. Wir kommen da runter. AB-Lights, 2 weiß, 2 rot. 100. Komm schon, Baby, komm schon, Baby. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 Dann schauen wir, dass wir uns da runterflären. Jawohl, bitte, das war okay. Das war okay. Vollkommen okay war das. Reverse es ein bisschen. Austrian 320, exit next available taxiway. Exit next available taxiway, das werden wir machen. Vienna. The local time is 2:09 p.m. and it's currently about 20 degrees. Exit next available taxiway, Austrian 320. Please remain seated until the aircraft has come to a stop and the seatbelt sign is turned off. Remember to Austrian 320, contact ground 121.77. So, und jetzt wird es dann auch wieder tricky, weil jetzt kommt dann wieder diese ganze Rollbahngeschichte mit dem Taxiway, wo er in Wien immer ein bisschen böse ist mit mir. Contact ground 121.775, Austrian 320, goodbye. Wir clearen das da mal weg. Wir können die APU schon einmal einschalten. Die werden wir dann brauchen. Landing Lights können wir abdrehen. Strobe Lights auch. Starten wir die APU und Taxi Lights. Taxi Lights. Vienna Ground Austrian 320, request taxi to assigned gate. Das müsste dann Foxtrot 32 sein. Austrian 320, gate Foxtrot 32, taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray 22 Blue. So, und das wird er mich jetzt nicht mehr verstehen, das ist so der Klassiker. Gate Foxtrot 32, taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray 22, Blue, Austrian 320. Negative. Negative, taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray 22 Blue. Taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray 22, Blue, Austrian 320. Negative, taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray Einmal 22 probiere ich's noch, dann spricht's meine Kollegin neben mir. Taxi via Bravo 5, Delta, Echo X-Ray 34, Echo, Echo X-Ray 22, Blue, Austrian 320. Negativ. Negative, taxi via Bravo 5, Delta, Echo Dankeschön. X-Ray 34, Hab Echo, mich Echo gern. X-Ray 22 Blue. Ich hab dich auch lieb. Gate Foxtrot 32 via Bravo 5. Delta Echo X-Ray 34 Echo Echo X-Ray Foxtrot 22 32. Blue. Austrian 320. Show me the spot and activate, das ist da hinten. An 1365 Meter in front of us. Ja, dann fahren wir da mal hin. Kann man sich da die Rollweganzeige einblenden lassen? Nö, kann man nicht. Na dann, machen wir einfach so. Beyond ATC zeigt uns den Weg. So ungefähr diesen hier. Das werden wir jetzt machen.
doch mit Rollweganzeige, aber nicht mit korrekter. Man könnte natürlich auch jetzt schon langsam mal das Triebwerk auf der linken Seite, also Engine 1, abdrehen. Dann könnte man nur noch mit einem Tag ziehen. Ich glaube, das macht man eigentlich auch. Ich weiß noch nicht, ob man das jetzt schon da macht, weil wir haben eigentlich schon noch ein bisschen einen Meter vor uns. Oder ob man das dann eher erst ein bisschen später macht. Ist da vorne jetzt dann links rein, da. Aber wir sind schnell. Ups. Ja, man kann nicht aus dem Fenster schauen und gerade fahren, das geht einfach nicht. Jetzt auf die rechte Seite. Da ist gerade einiges frei. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir mal die Engine 1 ab. Und wir haben, was haben wir gehabt, 3,2. Das sollte man dann gleich einbiegen. Ich glaube, dass wir den haben. Genau, wir haben Foxtrot 3,2. Hier weiter noch nach links. Passt. Und dann können wir eigentlich auch Zweiertriebwerk abdrehen. Haben wir dann wieder die typischen Hydraulikgeräusche. Cabin crew, all doors in park. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Die Hunde sind alle aufgewacht. Die haben wir jetzt alle aussteigen lassen. Genau, und zwar das machen wir, indem wir einfach das Taxi Light abdrehen und Beacon Light mal abdrehen. Und dann müsste draußen wieder alles automatisch beginnen. Die Reifeisen holt uns ab und lässt uns aussteigen. Koffer werden entladen, da kommen die Kollegen. Da geht das Ding auf. Vorne das gleiche. Und die guten Passengers können deboarden. Die Seatbelt Signs müssen wir noch ausschalten. Ja, genau, die schalten wir noch aus. Rauchen dürft ihr auch wieder. Und dann steht da auch die Kollegin da. Ich glaube, jetzt kommen dann langsam die Leute, genau, die da aussteigen. Perfekt. Und wir hören auch noch die APU, die können wir auch abdrehen. Drehen wir die APU mal ab. Ja, aus Sicht von Beyond ATC haben wir es natürlich wieder hinter uns, aus Sicht des gesamten Fluges auch. Wir sind von A nach B geflogen, wir waren in Köln, Bonn,
haben uns dort in den Flieger gesetzt als Captain und sind erfolgreich wunderschön gelandet in Wien. Hatten keine Zwischenfälle, Beyond ATC hat komplett funktioniert. Er hat mich verstanden, bis auf wie immer die üblichen Taxi-Routes in Wien dann zum Gate oder vom Gate weg. Dieses Echo X-Ray 2, irgendwas mag er dann nicht. Ja? Das muss dann halt immer die Co-Pilotin sprechen. Aber grundsätzlich war das alles, was wir uns geben können. Die Leute steigen aus. Natürlich noch interessant, wie wir vorhin gesehen haben, wir haben ja die Premium Voices aktiviert, das heißt, wir wollen auch noch wissen, was wir verbraucht haben. Na servus. Bei 11.000 irgendwas sind wir gestartet, jetzt haben wir noch 7.400. Im Reiseflug, im Cruise habe ich umgeschalten auf Basic Voice, weil da ja Großteil mit anderen Leuten gesprochen wird. Also ja, da geht schon ein bisschen was drauf. Aber es klingt gut. So viel noch dazu, habe ich schon wieder fast vergessen. Das heißt, in dem Sinne, damit war es das jetzt wirklich. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Wien oder eine gute Weiterreise mit deinem Anschlussflug. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bevor du ins nächste Video weiter wechselst, tu mir bitte noch den Gefallen, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und schreib mir was Liebes drunter. Ich würde mich extrem freuen, wenn du eh schon zu meinen treuen Abonnenten gehörst. Und vielen Dank, fühl dich geehrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Schau dir gern noch dieses Video oder diese Playlist an.